Er ist Professor für Vertrauen in digitale Dienste an der Fakultät für Wirtschaft und Management an der TU. Hat von der Ausbildung her Wirtschaftsingenieur, wurde dann aber sich immer mehr der Information Systems genähert und digitale Märkte. Wurde dann 2018 an der TU Berlin berufen in dem Bereich für das Fachgebiet Vertrauen in digitale Dienste und forscht aktuell zur Online-Plattformökonomie, Vertrauen in KI, ganz großes Vertrauensthema, was wir heute noch nicht so gestreift haben, Gender Wage Gaps in digitalen Märkten und der Schwachstelle Mensch in der Cybersecurity und wird uns was über Vertrauen in der digitalen Ökonomie berichten. Herzlich willkommen und vielen Dank. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, ich darf mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Freue mich, heute hier sprechen zu dürfen. Ja, Vertrauen in der digitalen Ökonomie. Vertrauen in der Krise ist ja das Motto. Und wenn man an das Internet denkt und Vertrauen im Internet, dann ist eigentlich schon immer Krise. Ne? Also wenn man zurückdenkt an die erste E-Mail, die, glaube ich, an meine Alma Mater in Karlsruhe geschrieben wurde. Die zweite E-Mail kam direkt vom sprichwörtlichen nigerianischen Prinz, ne, der mit dem Verweis auf ein erhebliches Vermögen um ein bisschen Geld sie gebeten hat. Es ging dann so weiter. Ne? Also Vertrauen war immer ein sehr großes Problem im Internet. Denken Sie an Cambridge Analytica, denken Sie jetzt an heute Cryptocurrency-Scams, Exit-Scams dieser Art und denken Sie auch an das Thema Fake News. Das ist im Internet also ein ganz großes Problem, zurückgehend auf die große Informationsasymmetrie, die wir dort eben sehen. Ja, ich möchte Sie heute so ein bisschen mitnehmen auf eine kleine Rundtour zu ein paar verschiedenen Themen, die ich streifen möchte. Zum einen einmal Vertrauen in solchen Online-Plattformen, alles von Amazon von A wie Amazon bis Z wie Zalando, von Airbnb bis Uber. Dabei insbesondere auch auf Reputationssysteme eingehen, weil man sich ja fragen muss als Plattformbetreiber, als Akteur auf so einer Plattform, wie schafft man es eigentlich, dass man diese Informationsasymmetrie überwindet, dass sich Leute dort vertrauen, dass auch wirklich Transaktionen zustande kommen. Ja, da so zwei Unterthemen mit Fake Reviews, die also da ähnlich zu Fake News eine ganz große Rolle spielen und Review Inflation. Weiter dann zu so ein paar Punkten wie Trust in Documents, Trust in Faces und Trust in AI abschließend noch. Sie kennen das alle, wenn man mal mit so einer typischen Online-Internet-Situation anfängt, die Sie alle kennen. Sie möchten ein Hotel buchen, Sie möchten einen Flug buchen, gehen auf eine Plattform und Sie werden konfrontiert sein mit jeder Menge Warnhinweisen und Hinweise, die Sie schon direkt anspringen. Achtung, hier läuft die Zeit, das ist ein populäres Angebot, ganz wenig Angebote noch verfügbar, Sie sollten unbedingt zuschlagen. Sie werden unter Druck gesetzt mit solchen Scarcity-Claims oder auch Urgency-Claims. Und das ist so eine bekannte Technik, die funktioniert gewissermaßen auch, das ist erwiesen. Die Frage ist, kann man solchen Claims eigentlich trauen? Und die Antwort ist da eigentlich erstmal per se schon nicht. Es zeigt sich, dass da ganz bewusst manipulativ vorgegangen wird und dass beispielsweise auf Hotelbuchungsportalen die Zimmerkategorien so geschnitten werden, dass im Prinzip jedes Zimmer in eine eigene Kategorie fällt, ne? Weil man die Differenzierungsgrenzen so feingliedrig setzt, dass es immer um das letzte Zimmer in dieser Kategorie geht. Ja, das ist ein Punkt, das haben wir empirisch mal auch nachgewiesen. Dass man sieht also, diese Cues wirken. Und es geht aber auch weiter zu Fällen, wo man tatsächlich nachweisen kann, hier versucht man gar nicht mehr den Anschein zu erwecken, dass es wirkliches Angebot ist, sondern hier wird tatsächlich einfach per Zufallsgenerator angezeigt, wie viele Leute sich angeblich diesen Flug gerade anschauen. Das wird hier mal nachgewiesen. Tatsächlich, wenn man in den Code reingeht, und das ist ja relativ transparent anschaubar, auf den Seiten mit so einem HTML-Inspektor, sieht man tatsächlich, dass hier offensichtlich Zufallszahlen am Werke sind. Das ist natürlich eine ganz absurde Praxis. Also so viel schon mal zu Vertrauen in Plattformen. Wie meine Vorredner und Vorrednerinnen möchte ich auch noch mal ganz kurz auf eine Arbeitsdefinition eingehen. Ganz einfach, wenn wir grob wissen wollen, über was wir sprechen. Und ich glaube, wir haben ja einen generellen Konsens. Ne? Ich folge hier dieser Definition von Meyer, die jetzt auch in der Wirtschaftsinformatik eigentlich sehr gängig ist, dass Vertrauen definiert werden kann, ganz grob, als die Bereitschaft, sich eben einer anderen Partei gegenüber verletzbar zu machen. Ne? Also diese Aspekte, dass es eine andere Partei geben muss, dass man irgendwie eine Art Unsicherheit, in der Regel ist es hier halt eine strategische Unsicherheit. Ne? Das ist nicht einfach Risiko, sondern tatsächlich eine strategische Unsicherheit. Die andere Partei muss irgendwie eine Art Intent haben, wie es auch gerade schon gefallen ist. Und dass man dann potenziell eben verletzlich wird, also dass irgendwas at stake ist. Ne? Und gleichzeitig sieht man auch, dass tatsächlich, obwohl die Ärzte ja sehr gut abgeschnitten haben in dieser Befragung mit 80%, dass natürlich auch in so einer Situation wie jetzt, wo immer mehr Information verfügbar ist, genau das
das Vertrauen in solche bekannten alten Institutionen natürlich auch nachlässt. Ne? Ärzte sehen sich jetzt zunehmend konfrontiert damit, dass eben ihre Kompetenz, ihre Expertise auf bestimmten Gebieten eben einfach hinterfragt wird, weil die Information verfügbar ist. Das klang jetzt auch schon mehrfach an, also Vertrauen ist natürlich komplex, ne? Und es ist so die Frage, wer vertraut wem in Bezug auf was, in welchem Kontext. Ne? Also man haben ja verschiedene Dimensionen von Vertrauen, verschiedene Targets, verschiedene Typen auch. Und ich habe jetzt hier eigentlich nur auszugsweise so ein paar Punkte mal mitgebracht. Ne? Es ging beispielsweise vorhin ja auch schon um die Kompetenz oder Ability, auch sowas irgendwie um Wohlwollen, was dann typischerweise gemessen wird, oder auch Integrität. Es geht aber weiter, ne, dass man natürlich fragen muss, wem vertraut man eigentlich? Ist das die Plattform an sich? Ist das der Nutzer auf der Plattform? Ist das der Betreiber hinter der Plattform? Darum ist zu differenzieren. Und dann, und das ist vielleicht hier der spannendste Punkt, geht es auch natürlich darum, wie misst man eigentlich Vertrauen? Ne? Also wenn man sich dann als Forscher irgendwie in der Situation dann wiederfindet, das irgendwie auch dann greifbar machen zu wollen, dann muss man natürlich irgendwo auch dann an belastbare Zahlen kommen. Und mit der Messung selbst oder mit der Wahl der Messmethode beeinflusst man natürlich ja auch dann letztlich, was überhaupt das Konzept ist, das man dort misst. Ne? Wenn man dann jetzt, wie in vielen Studien üblich, mit Fragebogen arbeitet, dann kann man genau diese Differenzierung vornehmen. Man hat aber natürlich, wie es die Ökonomen einwenden würden, zunächst mal Fragen gestellt und Antwort erhalten, die nicht unbedingt ökonomisch incentiviert sind. Ne? Dort gibt es dann andere Strömungen, die wiederum dann sagen, um wirklich belastbares Vertrauen oder einen Beleg für Vertrauen zu bekommen, brauchen wir irgendwie incentiviertes Verhalten. Ne? Da muss es also wie die Ökonomen sagen, immer um welche Stakes auch gehen. Das Problem dabei ist natürlich, dass man dann wiederum alle möglichen anderen Faktoren hat, die dieses Verhalten auch mit beeinflussen. Das ist dann im besten Fall einfach ein vager Proxy für Vertrauen, ne? Aber eben nicht Vertrauen per se. Also Sie sehen schon, die Operationalisierung, da liegt dann häufig der Hase im Pfeffer, wie man letztlich an Vertrauen rangeht. Und das unterscheidet sich eben auch tatsächlich ganz stark zwischen den verschiedenen Disziplinen. Und dann gibt es natürlich Unterkonzepte, Initial Trust, Experience-Based Trust, je nachdem, in welchen Messsituationen auch Leute schon vielleicht miteinander agiert haben, wie sich solches Vertrauen dann eben auch aufbauen kann. Ja, das Vertrauen in Online-Situationen oder im Internet ganz allgemein sehr wichtig ist, kann man sich natürlich vorstellen, wenn Sie sich überlegen, Sie buchen jetzt über eine Plattform wie Airbnb Ihre nächste Unterkunft und stellen dann fest, Sie kommen an vor Ort und Sie finden letztlich nichts vor. Ne? Sie sind scheinbar betrogen worden hier. Also diese Informationsasymmetrie, die online einfach immer gegeben ist, ne, weil sie einfach nicht direkt verbunden sind, spielt ja eine ganz große Rolle. Und die Frage ist, wie kann man das eigentlich überwinden? Welche Mittel und Wege überlegen sich Plattformbetreiber und auch Nutzer solchen Plattformen, diese Informationsasymmetrie zu überwinden und Vertrauen zu schaffen? Wir haben tatsächlich mal, weil wir hier im Beispiel Airbnb sind, mal so eine Studie gemacht, so eine sogenannte Audit Study, bei der wir im Prinzip undercover Buchungsanfragen gestellt haben. Und jetzt sehen Sie schon, jetzt sind wir nicht in so einer Vertrauensmessskala, sondern wir verwenden hier tatsächlich die Rückläufer, die wir bekommen haben in dieser Studie, als unseren Proxy für, wie sehr wird unseren Buchungsanfragen vertraut. Ja, und weil wir uns dafür interessiert haben, was eigentlich Nutzer machen können, damit sie gegenüber den Hosts hier, also den Apartment-Vermietern, vertrauenswürdig erscheinen, haben wir Merkmale untersucht, die man selbst in der Hand hat. Beispielsweise hier Profilbilder und Selbstbeschreibungen. Ja, wenn Sie sich dort also vorstellen, es ist ja nicht so, dass Sie hier einfach ein Hotel buchen, sondern Sie müssen sich im Prinzip ja für das Apartment bewerben. Ja, und legen sozusagen ihren Unterlagen dann Ihr Profil bei. Das haben Sie entweder gepflegt oder nicht und Sie haben eben ein Profilbild möglicherweise hochgeladen oder nicht und Sie haben möglicherweise eine Selbstbeschreibung über sich selbst noch abgegeben oder nicht. Ja, was Sie hier sehen, ist im Prinzip das Ergebnis jetzt, dass die Acceptance Rate, die wir als Proxy für Vertrauen mal genommen haben, steigt, wenn Sie Profilbilder einsetzen und falls Sie, das ist hier eben die beiden unteren, ein bisschen graueren Punkte, kein Profilbild zur Hand haben, weil Sie das vielleicht nicht möchten, können Sie immer noch einen guten Bonus erzielen, indem Sie immer eine Selbstbeschreibung über sich selbst abgeben. Und das Interessante dabei ist, dass das schon relativ alte Daten sind, die wir durchgeführt haben, bevor Airbnb eine ganz wichtige Policy geändert hat. Wir haben dann nämlich irgendwann festgestellt, auch auf Basis von anderen Arbeitspapieren, die zirkuliert sind, dass es Indikationen für Racial Discrimination gab auf der Plattform. Dass also genau die Hosts auf Basis der eingehenden Bewerbungen, zum Teil auf Basis der Namen, zum Teil auf Basis der Profilbilder, eben selektiv waren, wen sie dort dann eingenommen haben oder angenommen haben.
Und was Airbnb dann gemacht hat, vor allem so ein bisschen vielleicht auch vorauseilendem Gehorsam, in diesem öffentlichen Gegenwind, in diesen Bewerbungsprozess dann umzustellen und die Profilbilder tatsächlich aus diesem Bewerbungsprozess rauszunehmen. Das heißt, wenn Sie jetzt auf Airbnb vermieten und bekommen eine Anfrage, dann sehen Sie nicht, wer das ist. Das Profilbild ist nicht mehr ersichtlich. So wie das im englischsprachigen Raum ja für Bewerbungen ganz generell der Fall ist. Das führt eigentlich zu dem Punkt, dass es so einen ganz spannenden Trade-off oder so einen kleinen Konflikt hier auch gibt. Es gibt so einen Trust-Discrimination-Trade-off offensichtlich, den Sie irgendwie auch im Auge behalten müssen. Sie möchten auf der einen Seite Vertrauen schaffen, das funktioniert über sozial reichhaltige Profile, durch Informationen. Die können natürlich aber immer ein Ansatzpunkt sein für Diskriminierung jeglicher Art, ob das jetzt ethnisch basiert, geschlechtsbasiert, altersbasiert, beruflich basiert etc. ist. Dort gibt es also viele Punkte. Und genau diesen Trade-off. Man kann sich dann auch fragen, wenn man überlegt, wie hoch muss das Vertrauen eigentlich immer sein, dass das natürlich irgendwie sich auch von Situation zu Situation unterscheiden kann. Ne? Wenn Sie jetzt überlegen, Sie buchen auf Airbnb ein Apartment, dann möchten Sie schon, brauchen Sie ein gewisses Level an Vertrauen. Sie begeben sich da ja immerhin dann irgendwie physisch auch selbst wohin. Ne? Da ist auch in der Regel dann auch Geld im Einsatz. Wenn Sie jetzt auf eBay was kaufen, ist der Einsatz vielleicht deutlich geringer. Ne? Ob dann das Item, was Sie für $10 oder Euro bestellt haben, ankommt oder nicht, ist letztlich egal. Der Verlust ist gering. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Beispiele denkbar, wo der Vertrauen, das notwendige Vertrauen noch viel, viel höher ist. Ne? Denken Sie an Wingly, das ist sowas wie eine Mitfahrzentrale nur für Kleinflugzeuge. Ne? Da begeben Sie also wirklich einem Piloten ihr Leben in die Hand. Oder Charlie Cares, das ist eine niederländische Plattform für Babysitting-Dienstleistungen. Ne? Also da haben Sie natürlich enorm hohe Hürden letztlich, die das Vertrauen, was Sie schaffen müssen, erstmal überspringen muss. Ne? Und dann sehen Sie, je nachdem, in welcher Konstellation man landet, gibt es Transaktionen, die also zustande kommen und andere eben nicht. Und jetzt kann man natürlich überlegen, was kann man machen? Ne? Und man kann natürlich versuchen, Vertrauen zu erhöhen, indem man vielleicht ein Reputationssystem baut auf der Plattform, indem man solche Nutzerprofile anlegt, Background-Checks anbietet etc. Man kann natürlich aber auch überlegen, sich in die andere Dimension zu bewegen und einfach die Requirements, die es ja gibt für Vertrauen, zu senken. Zum Beispiel, und das durch solche Versicherungen, Garantien oder solche Ausfallversicherungen. Ne? Das machen Plattformen wie Airbnb tatsächlich, die eben solche Transaktionen finanziell auch absichern. Mitfahrgelegenheitsportale haben das in der Vergangenheit gemacht, dass wenn sie versetzt worden sind von ihrem Fahrer, von der Fahrerin, dass sie dann tatsächlich mit der Bahn zweite Klasse fahren konnten, alternativ. Dann haben sie genau so eine Maßnahme, die diesen Punkt hier in die andere Dimension letztlich versucht zu bewegen. Ja, und was man dann letztlich sieht auf Online-Plattformen sind genau diese Profile, wo die ganzen Feature, die jetzt schon anklangen, Bewertungssysteme, Profilbilder, Selbstbeschreibungen, solche kleinen Background-Checks mit Verifikation etc., wo die eigentlich alle verwendet werden. Und das ist nicht nur auf Airbnb so, das ist auf besagter Mitflugbörse so und das ist eigentlich auf allen Plattformen, die Sie in der großen Plattformökonomie sehen, der Fall. Also das ist jetzt eigentlich Standard und Common Practices, die sich da durchgesetzt haben. Man kann das, wenn man jetzt in Reputationssysteme, weil das im Prinzip das häufigste und das auch mitunter das relevanteste Feature ist, wenn man sich das im Detail nochmal anschaut, stellt man fest, dass die zerfallen in zwei ganz wichtige Elemente. Ja, das sind zum einen die Valence der Bewertung oder auch die Qualität. Ne? Also wie gut ist die Bewertung, die ein Produkt, ein Verkäufer, ein Fahrer, ein Crowdworker oder wer auch immer hier hat. Und auf der anderen Seite das Volume, also auf wie viel Volumen basiert das Ganze. Und tatsächlich stellt man fest, dass beide Faktoren und diese Rating-Systeme an sich wirksam sind, ne? Für Verkaufserfolg, für Nachfrage, die sie generieren können, für Preise, die sie durchsetzen können am Markt. Das ist also wirklich eine harte ökonomische Währung, ne? Obwohl das, wie wir es mal betitelt haben, tatsächlich ja nur Pixel und Bilder sind, die von der Plattform, die in der Plattform existieren, aber die werden für Sie als Anbieter, als Verkäufer auf dieser Plattform einfach hochgradig relevant sein und auch ökonomisch sehr wertvoll. Und das sieht man auch zum Beispiel in den Conversion Rates, also gegeben, dass ein Produkt, und das ist eine große E-Commerce-Plattform, die wir hier angeguckt haben, mit einigen Milliarden Seitenaufrufen, also die wir tatsächlich in diesem Datensatz auch ausgewertet haben, dann sehen Sie, dass die Conversion Rate abhängig von dieser Valence stetig steigt, mit dieser kleinen Ausnahme von tatsächlich 5,0 Sternen glatt. Da gibt es offensichtlich so einen Dip. Und dann sehen Sie ja auch, dass das Volumen, das Sie hier irgendwie haben für das Produkt auch positiv damit korreliert ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand, der die Seite aufgerufen hat, tatsächlich das Produkt dann auch in den Einkaufswagen legt und auscheckt.
Und das gibt eine ganz spannende Interaktion, wo es offensichtlich sowas gibt wie auch so eine Art Credibility, die so ein Rating auch haben kann. Ne? Also weil sie natürlich irgendwie die zu guten Ratings auf Basis von so vielen Bewertungen, die sind sehr unwahrscheinlich. Ne? Und da kommt offensichtlich auch so ein Glaubwürdigkeitsproblem von so einer Bewertung auf einmal ins Spiel. Und was dann zur Folge hat, dass die Conversion Rate hier letztlich nach Süden abbiegt und sie offensichtlich da ein anderes Verhalten beobachten. Und das wirft eine ganz spannende Frage natürlich auf, ne? Die Glaubhaftigkeit dieser Bewertung, die man beobachtet. Und in Zusammenhang mit dem ökonomischen Wert. Ne? Wenn Sie wissen, wenn etwas einen großen ökonomischen Wert hat, dann wird es natürlich immer Anreize geben, auch für, sagen wir mal, malicious actors, also für Bösewichte da irgendwie Schabernack zu betreiben. Und wenn Sie mal zuletzt was auf Amazon bestellt haben, und das ist tatsächlich ein Paket, was ich bekommen habe, dann sehen Sie, dass hier häufig solche kleinen Voucher mit geschickt werden, die mich jetzt hier incentivieren mit 30 € in Form von irgendwie Guthaben für diesen Seller oder 10 € in dem anderen Fall, wenn ich das Produkt bewerte, natürlich mit 5 Sternen. Ne? Also da muss dann schon die bestmögliche Bewertung her. Ne? Also es gibt mittlerweile einen ganz großen Sekundärmarkt für Online-Bewertungen und diese Reputation, ne? Weil offensichtlich diese Systeme so gut funktionieren. Ja? Sie kennen das ein bisschen länger schon für Twitter-Follower, die natürlich auch bares Geld wert sind für manche Leute, die damit eben davon leben. Sie sehen das für App Store-Ratings, ne, weil die IP-Adressen normalerweise erkannt wird, dann ganz viele verschiedene Geräte zum Einsatz kommen, um diese vielen Bewertungen dann zu generieren, die dann notwendig sind. Und Sie sehen, dass es mittlerweile auch ganz offen Plattformen gibt, die solche Dienste anbieten, ne, wie Five-Star Marketing. Die haben einen Sitz hier an der Gedächtniskirche, offiziell aber, glaube ich, in Belize registriert natürlich. Ne? Und Sie sehen, Sie können da also Bewertungen zum Beispiel für Amazon kaufen. Die Bewertung, das Stück für 22,95 €. Ne? Die Screenshots sind jetzt schon ein bisschen älter, aber ich glaube nicht, dass die Preise gesunken sind in der Zwischenzeit. Also Sie sehen, da steckt tatsächlich wirklich ein ökonomischer Wert drin. Ich hoffe, dass das Video funktioniert. Ich habe Ihnen hier aus einer ganz spannenden ZDF-Reportage, einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, wie man solche Fake-Reviews auch finden kann letztlich, weil das ist in der Forschung auch ein ganz spannender Bereich, um solche Reviews eben zu identifizieren. Die meisten bewerten bundesweit. So will diese Fake-Bewerterin unter anderem bei Zahnärzten in Bonn und Hildesheim gewesen sein, bei Werbeagenturen am Chiemsee und in Frankfurt, einem Psychologen in München oder einem Tonstudio in Güstrow. Und alle haben 5 Sterne bekommen, so wie auch der Norddeutsche Kundendienst. Also sind die Karte, die Sie gesehen haben, das waren wirklich die einzelnen Spots, wo diese eine Person, und das ist auf diesen Google-Bewertungen nachvollziehbar, welche Bewerterinnen, welche auf Google gelisteten Geschäfte etc. bewertet haben. Deutschlandweit wirklich alles bewertet. Ne? Und es ist natürlich so, dass es nicht immer so einfach ist, wie mit so einer Netzwerkanalyse jetzt einfach zu gucken, aha, eine Person überall tätig, vielleicht in einem auffälligen Pattern, sodass man sowas dann einfach identifizieren kann. Dementsprechend gibt es dann andere Dienste und Reviewmeter ist ein solcher, der jetzt sagt, okay, wenn du dich für ein Amazon-Produkt interessierst, schick uns doch einfach den Link zu. Man hat auf der Startseite so eine kleine Box, wo dann einfach der Amazon-Link reinkopiert wird. Und was Reviewmeter dann macht, ist letztlich so ein Debiasing vorzunehmen und zu gucken, auf Basis von eben auffälligen Mustern kamen ganz viele Bewertungen irgendwie in ganz kurzer Zeit rein. Sind es mitunter auch unverifizierte Käufe? Sind es vielleicht Leute, die solche geblacklistet sind oder solche auffälligen Muster eben haben, die dann im Prinzip vorgeben oder sagen in ihrem Claim hier, dass sie so ein echteren Adjusted Rating, also ein vertrauenswürdigeres Rating letztlich erstellen. Ob das so wirklich gut funktioniert, sei mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz ist es zumindest ein Versuch, diese inflationären Fake Reviews aus dem Markt rauszubringen. Ja, Stichwort Inflation ist, glaube ich, der nächste Punkt. Ne? Das erleben wir nicht nur im Supermarkt, sondern eigentlich schon seit geraumer Zeit auch in diesen Online-Plattformen und Reputationssystemen, wo wir ganz generell eine ganz starke Schiefverteilung sehen der Ratings. Also die allermeisten Bewertungen fallen im Bereich 5 Sterne aus. Und als ob das Ganze nicht schon schlimm genug ist, das wird auch noch immer schlimmer über Zeit. Ne? Das sehen Sie hier über so einen relativ langen Datensatz aus dem Kontext von so einem Online-Labor-Market, also Crowdwork für verschiedene Dienstleistungen, dass sich das Ganze wirklich immer weiterhin zu den glatt 5 Sternen bewertet. Und das Spannende ist, dass es nicht etwa darauf zurückzuführen, dass die Qualität tatsächlich steigt. Ne? Wenn Sie das hier mal fix machen, weil es zu diesen numerischen Scores dann in der Regel ja auch die Text-Scores gibt und mal gucken,
wie bestimmte Wörter, bestimmte Schlüsselwörter, die aus so einem Text-Review dann rausspringen, mit Bewertungen eben, numerischen Bewertungen verbunden sind. Ne? Zum Beispiel hier Good Job 2008 noch mit 4,7 und wenn das 2015 kam, dann schon mit knapp 5 Sternen bewertet. Ne? Und das gilt fast für alle Bewertungen und insbesondere auch für die schlechten Bewertungen, die hier abgegeben werden. Ne? Also wenn sie terrible, unresponsive etc. da irgendwie provoziert haben in der Bewertung, auch dann sehen Sie diesen positiven Trend, der sich hier fortgesetzt hat. Ja, also auch ein ganz großes Problem tatsächlich, weil das natürlich den Spielraum, den so ein Reputationssystem hat, einschränkt. Ne? Und wenn die Varianz dieser Sinn einfach so gering wird, dann ist der Informationswert, den man aus so einem Score dann auch rausziehen kann, natürlich geringer. Ja, das bringt mich zum nächsten Punkt. Und das habe ich eigentlich relativ kurzfristig noch aufgenommen, weil ich doch gerade letzte Woche erst gesehen habe, die Schlagzeile 21-Jährige soll sich Stelle als Ärztin in Klinik erschlichen haben. Und sie hat das offensichtlich geschafft. Ne? Also der Konjunktiv ist dann, oder das so zu verstehen, sie hat tatsächlich da praktiziert und das wirft die Frage auf, ne? Wie das wirklich passieren kann. Ne? Hat man sich da mit einem Abschlusszeugnis beworben? Welche Art von Verifikation wird da eigentlich gemacht im Hintergrund? Ne? Und das hat mich erinnert, ne? Sie kennen den Fall Frank Abagnale, der Hochstapler, der mit Scheckbetrug, aber auch Urkundenfälschung letztlich sich diverse, unter anderem Positionen als Pilot, als praktizierender Arzt tatsächlich verschafft hat. Und die Frage ist, warum vertrauen wir eigentlich noch Dokumenten? Ja? Also insbesondere, wenn wir die auf Papier irgendwie bekommen. Es ist ja heute mit der Technik, die wir zur Verfügung haben, so leicht, selbst PDFs im Prinzip zu manipulieren, zu verändern. Und man muss sich ja schon fragen, also ist nicht fast fahrlässig, solchen Dokumenten, die man vorgelegt bekommt, auch noch tatsächlich blind zu vertrauen. Ne? Das ist im Uni-Alltag ganz alltäglich hochgradig relevant, weil wir natürlich immer für Bewerbungen, für Abschlussarbeiten etc. solche Notenauszüge vorgelegt bekommen. Ne? Und wenn man einen entsprechenden Adobe-Editor hat, ist es überhaupt kein Problem, da Zahlen zu verändern. Ne? Und das wird auch nicht auffallen, weil die Schriftart ja natürlich dann die gleiche bleibt. Ja, und die sind versehen tatsächlich, und das ist genau die Richtung, in die es da vermutlich auch gehen muss, die sind versehen auf der zweiten Seite mit so einem Verifikationsschlüssel, den Sie dann auf der Seite eingeben können, und dann bekommen Sie letztlich nochmal die Bestätigung und die einzelnen Informationen nochmal dort von der zentralen Instanz der Uni letztlich, der Sie dann vertrauen, zurückgeliefert. Ne? Aber dass man wirklich noch Papier, solchen Dokumenten noch vertraut, ist eigentlich aus meiner Sicht problematisch und wirft natürlich auch Fragen von Effizienz auf. Ne? Wenn man auch an Bürokratieabbau und effiziente Verwaltung denkt, dass so ein Papier, dass sowas mit welchem enormen Aufwand sowas geprüft werden muss. Und die Frage ist, kann man nicht eigentlich Systeme schaffen, die diesen aufwendigen Prüfaufwand irgendwo reduzieren? Ja, und das Fälschen von solchen Dokumenten, ne? Man braucht ein bisschen kriminelle Energie, aber eigentlich kein großes technisches Verständnis. Das geht so weit, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, die Plagiatsvorwürfe an verschiedene Wissenschaftler der letzten Jahre nehmen hier reißen nicht ein. Und hier gab es den letzten Fall, bei dem hier Matthias Graw sich Plagiatsvorwürfen ausgesetzt gesehen hat, mündeten hier letztlich darin, dass herauskam, dass das Werk, aus dem er angeblich plagiiert hat, hier dieser Sammelband aus dem Jahr 1955, komplett fingiert war. Also dieses ganze Werk, ein ganzer wissenschaftlicher Sammelband inklusive einiger Beiträge, komplett fingiert. Also es ist im Prinzip eine Rufmordkampagne offensichtlich da gelaufen und die letztlich nur da auf der Basis aufgedeckt wurde, weil in diesem fingierten Band Schriftarten entdeckt wurden, die erst 2009 überhaupt auf den Markt gekommen sind. Dann ist die Aussage, dass der Band dann von 1955 stammt, nicht mehr so ganz tragbar. Also wir sehen, welche Ausmaße das annehmen kann. Und die Frage ist, welchen Dokumenten kann man eigentlich vertrauen oder muss man immer an die dahinterliegende Quelle? Dann ist die Frage, was kann man eigentlich noch vertrauen oder wem oder welchen Cues kann man vertrauen? Und ein Faktor, der ganz häufig zum Einsatz kommt und dem Leute auch naturgemäß vertrauen, sind Gesichter. Also wenn immer Sie im Online-Kontext unterwegs sind, Sie werden immer Profilbilder und Gesichter sehen. Ne? Und wenn Sie jetzt hier, um zurück wieder zum Airbnb-Beispiel zu kommen, buchen wollen, dann werden Sie wahrscheinlich ganz intuitiv so ein gewisses Vertrauen haben, dass Sie Joel nicht nachts heimlich im Schlaf erdrosseln wird. Ne? Also Sie haben hier wahrscheinlich erstmal so ein intuitives Grundvertrauen. Ja, und das Gesichter Vertrauen schaffen, das ist eine ganze Weile schon bekannt. Die ersten Online-Plattformen, solche Mitfahrportale haben das erkannt und gesagt, okay,
liebe Leute, bitte Profilbilder hochladen. Gesichter sind hier wichtig offensichtlich. Ne? Und auf anderen Plattformen kann man sogar Suchfilter setzen, ne? Die explizit nur solche Fahrten dann anzeigen, wenn der Fahrer, die Fahrerin mit einem Profilbild hier vertreten ist. Ne? Einfach, das ist offensichtlich ein wichtiger Faktor. Ne? Wir neigen immer dazu, Gesichter zu fokussieren. Ne? Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wenn Sie sehen, wo hier auf so einer Seite hingeguckt wird, auf Basis von Eye-Tracking-Daten, ne? Dann ist es vielleicht zum einen die Information, aber es ist natürlich auch immer das Gesicht. Ja? Und das ist insbesondere auch nicht hier rechts oben dieses E-Trust-Label, was eigentlich genau diese Funktion haben sollte, möglicherweise auch irgendwo eine gewisse Aufmerksamkeit und Vertrauen zu schaffen. Ja. Das ist kein Zufall. Es gibt tatsächlich einen Bereich im Gehirn, eine sogenannte Fusiform Face Area, die selektiv dafür verantwortlich ist, Gesichter zu erkennen und zu verarbeiten und auch insbesondere zu interpretieren. Ja, das ist nichts sozial Gelerntes, das ist also wirklich hardwired, wie man so schön sagt. Ne? Das ist schon bei Säuglingen direkt nach der Geburt aktiv, ne? Die reagieren auf Gesichter, das ist auch unterbewusst und im Bereich von Millisekunden, also schnell. Und das Spannende dabei ist, dass das zum einen auch bei Primaten funktioniert, aber zum anderen auch für Dinge, die aussehen wie Gesichter, also auch Cartoon-Gesichter oder Avatare. Ne? Und wenn Sie jetzt so an aktuelle Entwicklungen denken, wie das von Facebook propagierte Metaverse, ne? Da werden Avatare möglicherweise vielleicht mal eine große Rolle spielen, muss man abwarten. Es spielt aber möglicherweise auch eine ganz große Rolle, wenn Sie an dieses Trust Discrimination, an diesen Konflikt denken, ne? Dass man möglicherweise nicht immer mit Profilbildern unterwegs sein möchte im Internet. Ja, wie gut Sie letztlich Gesichter erkennen, sehen Sie auch hier auf diesen verpixelten Bildern. Ne? Sie sehen, das ist eine ganz, ganz grobe Auflösung. Sie werden aber die jeweiligen Personen oder auf der linken Seite die Person links auf jeden Fall erkennen. Ne? Und Sie werden auch, denke ich, mit ein bisschen Abstand oder mit ein bisschen Augenkneifen auf jeden Fall hier rechts auch ein Gesicht erkennen. Ne? Und vielleicht werden Sie sich sogar einbilden, da eine Person erkennen zu können. Ja. Das ist jetzt mittlerweile nichts mehr, was Sie nur selbst als Mensch können oder was das menschliche Gehirn kann. Das können Computer mittlerweile auch recht gut. Ne? Und wenn Sie mal bei einem der großen Volksläufe, Halbmarathons, Marathons teilgenommen haben, da ist es mitunter so, dass wenn Sie die Bilder, die dort von Ihnen geschossen werden, haben wollen, geben Sie typischerweise eine Startnummer ein. Ne? So lief das früher. Jetzt war es tatsächlich so, beim Berlin-Marathon letztes Jahr haben Sie das gemacht, indem Sie ein Bild von sich hochgeladen haben, ne? Ein kurzes Selfie. Und dann werden Ihre Bilder gefunden. Ne? Und das funktioniert tatsächlich, und Sie sehen das hier, da bin ich, und zwar nicht die Person mit dem weißen Shirt, sondern der hinten dran. Ne? Das passiert offensichtlich auf Basis von ganz wenigen Pixeln. Und das ist natürlich, was so die Macht angeht, mit der sie im Prinzip auf Überwachungskameras möglicherweise identifiziert werden. Wenn man an solche Systeme wie das in China denkt, ist das natürlich durchaus beunruhigend, ne, was da mittlerweile möglich ist. Ja, was solche künstliche Intelligenz mittlerweile kann, vielleicht ganz kurz, um das mal so nochmal zu rekapitulieren, die letzten 10, 12 Jahre angefangen mit ImageNet, also einer großen Library, die ganz viele von Hand annotierte Bilder genommen hat. Und diese Bilder genutzt hat, ne? Also das waren also jetzt Bilder, die von Menschen gelabelt wurden. Okay, hier ist eine Katze, hier ist ein Hund zu sehen, hier kommt die nächste Katze. Und diese gelabelten Bilder, also mit der Information, was ist eigentlich auf dem Bild zu sehen, wurde verwendet, um sogenannte neuronale Netzwerke zu trainieren. Also solche Technik, die letztlich dann Ihnen ermöglicht, nachher im zweiten Schritt Bilder zu klassifizieren. Ne? Also die künstliche Intelligenz, diese neuronalen Netze, die dort im Einsatz sind, im Prinzip nur ein großes Netzwerk von Gewichten, die Input-Daten in einen Output verwandeln, die dann aber im nächsten Schritt wiederum verwendet werden, um eben Bilder, die eben noch nicht gelabelt sind, zu klassifizieren. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr mächtig. Das haben Sie alle kennengelernt, die letzten Jahre schon gesehen. Image Classification oder Recognition funktioniert relativ gut. Sie sehen auch, dass selbst mit Unsicherheit relativ gut umgegangen werden kann, ne? Wenn dann solche Mischwesen hier irgendwie mal künstlich eingespielt werden. Sie sehen auch, dass das immer noch häufig an Grenzen stößt, ne, wo solche KI dann Dinge auch nicht mehr so ganz klar auseinanderhalten kann. Auf der anderen Seite, und das ist der gleiche Algorithmus, das gleiche Training, die gleiche Power, unterscheidet hier auf der rechten Seite den Nissan Sentra 1.8S vom 2000er Toyota 4Runner Limited. Ne? Also das hört ja nicht auf bei Katze und Hund. Das geht ja weiter in einzelne Unterspezies und solche Nuancen, die Sie dann als Mensch schon ganz schnell nicht mehr unterscheiden können. Ne?
Und das wurde nicht schlechter über die Jahre. Ne? Da sind natürlich gewaltige Fortschritte passiert jetzt in den letzten 10, 12 Jahren. Mittlerweile, der nächste Schritt waren im Prinzip dann solche Scene Descriptions, wo es nicht nur um einzelne Objekte ging, sondern im Prinzip ganze Zusammenhänge, wo also offensichtlich auch der Hintergrund und der Kontext und irgendwie Aktionen oder zum Teil sogar auch bestimmte Absichten mitunter erkannt werden. Ne? Einfach auf Basis von gelabelten Bildern. Und das... Die Entwicklung ging natürlich weiter und heute gibt es jetzt Gruppen wie Comfis, Nvidia letztlich als großer Chiphersteller oder Grafikkartenhersteller, OpenAI, DeepMind von Google, die verschiedene Libraries anbieten, die diese Formel nochmal umdrehen und sagen, wir haben diese Netze und jetzt haben wir mittlerweile auch die Fähigkeit, die Klassifikation hier vorzugeben und daraus dann Bilder zu generieren. Ja, das heißt, sie geben jetzt im Prinzip vor, was auf dem Bild sein soll. Und dieses neuronale Netz erstellt dann also das Bild für Sie. Ne? Eine Anwendung sind solche sogenannten Image Expansions, in dem entweder Lücken gefüllt werden oder eben Kontext ergänzt wird, ne? Also der von der AI hier im Prinzip dazu gedacht wird. Oder auch tatsächlich komplett Image Generation, wo Sie einen beliebigen Input geben und dann wird die AI tätig und generiert also ein Bild, was die beschriebene Szene letztlich versucht darzustellen. Und das kriegen Sie in verschiedenen Varianten und können sich dann überlegen, welches Bild für Sie das Beste oder das Relevanteste ist und können das dann im Prinzip neu laufen lassen. Ja, das klappt natürlich auch nicht immer. Es gibt immer die Kinderkrankheiten, ne? Hier ein Lachs im Fluss. Es ist immer Input gleich Output. Da erkennen Sie ein Stück weit, auf welcher Basis offensichtlich dieses neuronale Netz trainiert wurde. Vielleicht war da viel Sushi irgendwie im Einsatz, ne? Und dann kommen solche Ergebnisse eben zustande. Und auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir selbst Videos generieren können. Und ich lasse es kurz laufen. Sie sehen, das ist nicht perfekt. Es gibt irgendwie so Glitches und alles, aber mittlerweile geben Sie einfach auf Basis Teddy Bear doing the dishes, bekommen Sie hier ein Video-Snippet raus. Also das ist schon ziemlich spannend. Und das sind Ergebnisse, die kommen jetzt gerade aus den letzten Wochen und Monaten. Also das ist so, ich würde sagen, nah am State of the Art, was mittlerweile auf Basis dieser Netze schon geht. Ja, das wirft natürlich auch große Fragen auf, welchen Videos, welchen Bildern man da noch vertrauen kann, aber auch ganz andere Fragen, was mit Urheberrechten ist. Ne? Wenn solche Bilder, die früher mal Kreative irgendwie erstellt haben oder auch Fotografen irgendwie erstellen mussten, das können sie mittlerweile auf Knopfdruck einfach, sie schreiben den Text und kriegen das Bild instantan zurück. Ne? Und selbst von fotorealistischen Motiven. Ja. Das ist ein Stück weit auch, was haben wir früher alle gelacht, wenn wir in Filmen gesehen haben, wie unscharfe Überwachungsaufnahmen dann verschärft wurden und bitte drehen, reinzoomen, nochmal scharf stellen, ne? Und das geht mittlerweile auch. Ne? Also Sie können jetzt im Prinzip solche verpixelten Aufnahmen nachträglich schärfen. Das ist zwar keine Garantie, dass das tatsächliche Gesicht wirklich so aussah, aber das ist der Best Guess der AI, der auf Basis der Inputdaten eben dann gemacht werden kann. Das Ganze ist natürlich nicht unproblematisch. Es gibt natürlich hier so Dinge wie Datenbias, ne? Wenn Sie, wie gesagt, die Klassifikation ist immer nur so gut wie die Inputdaten, die auch wirklich reingehen. Und Sie sehen das hier am Beispiel von Rana El Kaloubi, die von so einem Gesichtsklassifikationsprogramm letztlich, was auch in Echtzeit Emotionen erkennen soll, einfach nicht erkannt wird, weil offensichtlich dunklere Hautfarbe im Trainingsdatensatz nicht hinreichend vorkam, ne? Sodass sie da nicht erkannt wird. Das wirft auch andere Fragen auf oder erzeugt andere Probleme. Ne? Hier wird eine Banane erkannt im Bild. Sie können das Ganze aber natürlich auch manipulieren. Wenn Sie herausfinden, wie diese Klassifikation im Kern funktioniert, dann können Sie bestimmte grafische Elemente erzeugen. Also hier so ein bierdeckelgroßes Element, was auf einmal jetzt die AI diesen Algorithmus dazu verleitet zu glauben, dass es hier um Toaster handelt. Das ist jetzt hier ein simples, harmloses Beispiel, aber wenn Sie solche Snippets auf Stoppschildern anbringen und dann autonome Autos das Stoppschild dann im Prinzip für ein Vorfahrtszeichen halten, dann haben Sie natürlich ein Problem. Das ist aber auch im Prinzip hier möglich und muss irgendwie mitgedacht werden von vornherein. So, und jetzt ganz kurz, weil ich schon ein bisschen über der Zeit bin, der letzte Punkt, ne, Vertrauen noch in solche KI. Jetzt haben wir schon gehört, also eigentlich muss das Wesen, dem wir vertrauen, ne, damit wir in dieser Vertrauensdefinition bleiben, muss ja irgendwie Absichten haben. Ne? Und das ist eigentlich, die deutsche Sprache ist dann auch ein bisschen tückisch. Ne? Wir sagen, wir vertrauen irgendwie einer Brücke oder einem Auto. Letztlich ist es kein Vertrauen. Ne? Das ist sowas wie Confidence oder Reliance vielleicht im Englischen. Wir haben hier keine strategische Unsicherheit. Und bei KI fängt aber eigentlich, das ist ganz spannend, die Grenze da an, so ein bisschen zu verschwimmen. Ne? Weil die KIs werden immer besser, die Systeme, mit denen wir interagieren, ob das jetzt Chatbots sind oder irgendwelche Avatare, wo wir vielleicht auch
oft gar nicht mehr wissen, ist da ein Mensch dahinter oder ist das wirklich ein autonom handelndes System. Und deswegen die Frage, vertrauen wir ganz generell solcher Technik oder KI? Ja, man muss hier nicht in die Popkultur gehen. Es gibt genug Beispiele, wo Leute eben ihr Auto eine 30 Meter hohe Klippe hochfahren oder einfach direkt in See, weil das GPS das sagt. Oder eben von Belgien nach Kroatien, weil das GPS-Gerät das eben vorgegeben hat. Die Beispiele gibt es. Was wir uns hier, und das ist der letzte Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte, mal angeschaut haben, ist Vertrauen in so ein AI-basiertes Support-System. Die Aufgabe in diesem Experiment für die Teilnehmer war hier, solche kleinen Texte zu klassifizieren als positiv oder negativ. Also eine ganz einfache binäre Klassifikation. Und das sind so sogenannte Movie-Reviews, die werden ganz häufig in diesem Machine Learning, in dieser Domäne verwendet. Und die sind eben entweder positiv oder negativ konnotiert und das sollte eben erkannt werden. Und wenn man das oft gut gemacht hat, wurde man auch finanziell dafür belohnt. Also die Teilnehmer hatten ja einen Anreiz, das richtig zu erkennen, ne, weil das einfach um Geld ging. Zudem gab es hier die Einschätzung eines AI-Support-Systems. Ne? Hier gibt es dann unten die Information. AI predicted in diesem Fall positive. Und jetzt kann man das zwar übernehmen oder eben nicht. Und was wir hier variiert haben, war eben, ob die AI versucht hat, ihre Entscheidung, ihre Prediction ein Stück weit zu erklären durch Word-Highlights. Die waren entweder gegeben oder nicht. Also diese Wörter, also wie Performance, Brilliant, Gorgeous etc. waren entweder vorgehoben oder eben nicht. Und die Confidence, die AI hat hier für diese Klassifikation, war entweder angegeben oder nicht. Und in dem Fall hier mit 61% Confidence. Ne? Das gibt also dann diese 2x2 4 Möglichkeiten, haben das getestet. Und tatsächlich zeigt sich, dass je mehr dieser Cues wir anbieten, desto geringer ist das Vertrauen in die AI, gemessen im Sinne von, wie häufig übernimmt eigentlich hier der Testteilnehmer die Entscheidung der AI. Ne? Und wenn wir die Cues komplett weglassen, ist das Vertrauen letztlich am höchsten. Ja? Und jetzt noch weiter auf die Details einzugehen hier, was sich zeigt, ist, dass es insgesamt eine positive Korrelation gibt zwischen dem Vertrauen in die AI und auch der Performance, also wie gut schneiden die eigentlich mit der Klassifikation ab. Umgekehrt ist es aber so, dass wenn wir hier an diese Ränder gucken und sehen, in diesem zweidimensionalen Raum von Vertrauen und Performance, sehen wir, dass hier ganz viele Leute in diesem roten Bereich an der Grenze sind, wo sie eigentlich, wenn sie noch besser werden wollen, weniger vertrauen müssten. Also der kritische Pfad hin zu besserer Performance wäre hier letztlich weniger häufig offensichtlich blind der AI zu vertrauen, sondern in dem Fall ein bisschen kritischer zu sein und eben selektiver zu werden. Gut, damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Dann freue ich mich auf die Fragen. Vielen herzlichen Dank.